In der letzten Woche sind wir auf die erste Phase der Marktzyklen, die Accumulation-Phase, eingegangen. Wenn du dieses Video noch nicht geschaut hast, findest du es oben in der Infobox verlinkt. Heute gibt es die dritte Folge der Miniserie Marktzyklen. Es geht um die Bullenmarktphase, die Phase, in der Aktien nur eine Richtung kennen, nach oben. Doch was genau macht diese Phase aus und wie erkenne ich sie? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Freiheit, wo du alles über Investitionen, Business, finanzielle Freiheit und viele andere Finanzthemen erfahren kannst. Unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Wenn du uns unterstützen willst, dann lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit deine finanzielle Bildung durchstarten kann. Du stellst dir jetzt gerade sicher die Frage, warum es wichtig ist zu wissen, wie diese Phase funktioniert. Immerhin geht es doch nur bergauf. Das kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Nun, weder sind Bullenmärkte leicht zu handeln, noch haben es Investoren so leicht wie einfach kaufen und halten. Zumindest, wenn du maximale Profite machen willst. Denn die Anstiege sind stark und wenngleich die Korrekturen zwar heftig ausfallen, sie dauern meist nicht sehr lang. Wer hier einen festen Zeitplan für seine fixen Investitionen in ein oder mehrere Anlageoptionen fährt, bleibt schnell auf der Strecke. Vor allem, wenn diese fixen Investitionen auch noch blind erfolgen. Wie schon im letzten Video gezeigt, beginnt der Bullenmarkt, wenn die Phase der Accumulation endet. Es ist der Zeitpunkt, zu dem du spätestens in dein gewünschtes Unternehmen investiert sein solltest. In dieser Phase gewinnt die Aktie an Fahrt. Smart Money, also Großinvestoren, sind bereits investiert. Jetzt beginnen auch Momentum-Trader und findige kleine Investoren die Aktie zu kaufen. Denn der lange Seitwärtskurs der Aktie löst sich bullish auf. Das ist Fachchinesisch, bedeutet aber im Endeffekt nichts anderes, dass nun die Nachfrage höher ist als das Angebot. Die Preise steigen. Mit steigenden Preisen beginnen immer mehr Analysten, Experten und selbsternannte Börsengurus über den Anstieg zu berichten. In dieser Zeit sind Analysten beginnend positiv gestimmt, sie versuchen den jeweils anderen mit positiven Kurszielen zu übertrumpfen. Für den intelligenten Investor ist diese Phase kritisch dafür, seine Kursgewinne zu realisieren, ohne gierig zu werden. Denn wer zu lange wartet, seine Gewinne zu realisieren, endet in einem Desaster. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Du kaufst die Google-Aktie in der Accumulation-Phase. Du baust dir eine Position von 10 Aktien zu jeweils 1000 Euro auf. Beginnt nun der Bullenmarkt, hast du zwei Optionen. Du kannst mit dem Realisieren der Gewinne, also dem Verkauf deiner Aktien mit Profit, so lange warten, bis die Aktie ihren absoluten Höchststand erreicht hat. Wann der ist, kann aber niemand sagen, und so gehst du die Gefahr ein, dass du gierig wirst, obwohl der Peak schon erreicht wurde. Es ist also Glücksspiel, und das solltest du tunlichst vermeiden. Die andere Option ist, dass du einen Verkaufsplan einrichtest. Du sagst zum Beispiel, dass du bei jeweils 40% Kursgewinnen 20% deiner gehaltenen Aktien verkaufst. Durch diesen festen Plan kannst du mit deinen Aktien hohen Profit machen und das bei niedrigem Risiko. Denn an den Bullenmarkt schließt die Distribution-Phase oder auch Sättigungsphase an. Und spätestens dann solltest du den Großteil deiner Gewinne oder sogar alle Gewinne realisiert haben. Warum? Erklären wir dir in der nächsten Woche in unserem Video über die Distribution-Phase. Wir sehen also, im Bullenmarkt kennen Aktien tendenziell nur eine Richtung, bergauf. Der smarte Investor hat bereits vor Beginn oder zu Beginn seine Position im Markt aufgebaut. In dieser Phase solltest du deine Gewinne nüchtern und ohne Gier realisieren, denn ansonsten droht dir ein herber Verlust. Um die Auswirkungen von Marktzyklen zu verstehen und das nötige Bauchgefühl zu entwickeln, hilft nur eins: finanzielle Bildung. Und genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Wenn du uns also unterstützen willst, dann lass diesem Video doch ein Like da und uns ein Abo, damit deine finanzielle Bildung durchstarten kann. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.